Deutschland im 21. Jahrhundert. Ein Land im Herzen Europas, zwischen Alpen und der See. Woher kommt das Land, in dem wir heute leben? Geschichte im Zeitraffer. Wir haben bereits Videos zur deutschen Geschichte produziert. Diese ersten Teile der Serie sind oben und in der Videobeschreibung verlinkt. Seit dem 16. Jahrhundert ist die wissenschaftliche Revolution voll im Gange und die Liste der Erfindungen ist endlos. Entdeckungen in der Physik, Biologie, Chemie und Astronomie verändern das Weltbild. Die Europäer bereisen und kolonialisieren große Teile der Welt. Bereits im 16. Jahrhundert kam es zu einer Reformation. Vor allem im 18. Jahrhundert beginnen Vordenker auch Ideen zu Grundrechten und Freiheit zu entwickeln oder entdecken sie neu. Manche Herrscher, wie der alte Fritz in Preußen oder Maria Theresia in Österreich, räumen ihren Untertanen schon etwas mehr Freiheiten ein. In Großbritannien kommt es ab dem 18. Jahrhundert zu einem wirtschaftlichen Umbruch, der industriellen Revolution. Es ist der Übergang von einer landwirtschaftlichen zu einer industriellen Gesellschaft. Maschinen übernehmen immer mehr Arbeit und die Wirtschaft beginnt zu boomen. In den britischen Kolonien in Amerika kommt es zunehmend zu Spannungen mit der Kolonialmacht Großbritannien. Das führt 1776 zur Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika. Es kommt zum Krieg, den die USA mit Unterstützung durch Frankreich 1781 für sich entscheiden. Der Friedensvertrag wird 1783 unterzeichnet. 1787 erhalten die USA die erste moderne Verfassung der Welt. Hier gelten Grundrechte, Gewaltenteilung und Demokratie. Frankreich, die verbündete Großmacht der USA, gibt für den Konflikt mit dem wirtschaftlich stärkeren England Geld aus. Viel Geld. Die Bauern und Bürger finanzieren die hohen Ausgaben und auch den Luxus der Herrschenden. Das reicht jedoch nicht, um die enormen Kosten zu tragen, und die Krone nimmt teure Anleihen auf. Gleichzeitig hat die Monarchie unter König Ludwig XV. Bereits stark an Ansehen verloren. In diesem explosiven Klima ruft König Ludwig XVI. Die drei Stände zusammen, um die Finanzkrise zu bewältigen. Die Vertreter des dritten Stands, also die Vertreter des Bürgertums, kommen in einer Nationalversammlung 1789 zusammen. Im Ballhausschwur beschließen sie, wie auch in den USA, eine Verfassung einzusetzen. Das ist der Startschuss zur Französischen Revolution. Die französische Herrschaftsordnung wird aufgelöst, eine Verfassung und die Menschenrechte eingeführt. Der französische König wird erst festgehalten und 1793 hingerichtet. Ein großer Teil des Bürgertums in Deutschland sympathisiert mit den Zielen der Französischen Revolution, verurteilt jedoch die Methoden. Die Herrscher Europas sind entsetzt und die Angst vor den eigenen Untertanen greift um sich. Bereits 1791 erklären Preußen und Österreich, den französischen König zu unterstützen. Sie und die anderen europäischen Mächte wollen die Revolution mit Gewalt beenden. Es kommt zum Krieg. Frankreich behauptet sich, wird vorübergehend zur Diktatur unter Robespierre. Immer wieder greifen die anderen europäischen Mächte Frankreich an. Napoleon Bonaparte, ein erfolgreicher und junger General, wird 1799 zum Herrscher in Frankreich. Er siegt und krönt sich 1804 selbst zum Kaiser. Napoleon besiegt Österreich 1805 bei Austerlitz und Preußen 1806 bei Jena und Auerstedt. Kaiser Franz II. Wird zum Abtreten seines Amts gezwungen. Das Römische Reich Deutsche Nation wird 1806 in Regensburg aufgelöst. Die kirchlichen Besitztümer und fast alle Reichsstädte werden zwischen 1803 und 1806 den umliegenden Fürstentümern zugeordnet. Württemberg und Bayern werden 1805 zu Königreichen erhoben. Die hier gezeigten deutschen Staaten werden 1806 zum Rheinbund zusammengeschlossen.
In den deutschen Fürstentümern und Königreichen kommt es zu weitreichenden Reformen. Die Verwaltung wird zentralisiert, ein modernes Rechtssystem wird eingeführt und ein einheitliches Wirtschaftssystem entsteht. Alles nach französischem Vorbild. So erfolgreich wie Napoleon auf dem Festland ist, so erfolgreich ist die britische Marine überall auf dem Meer. Den vernichtenden Schlag erhält die französische Marine durch den britischen Admiral Nelson 1805 beim Cap Trafalgar. Großbritannien blockiert den europäischen Seehandel. Festlandeuropa erhält dadurch kaum noch Kolonialwaren wie Zucker, Tee oder Kaffee. Es fehlen auch billige englische Industrieprodukte. Dazu kommt, dass Napoleon die französische Wirtschaft zum Schaden seiner Verbündeten begünstigt. Das führt zu Unmut bei seinen deutschen Verbündeten. Außerdem müssen die deutschen Staaten Napoleon bei seinen Eroberungen unterstützen. In den deutschen Staaten kommt es zunehmend zu einer nationalen und antifranzösischen Stimmung. 1812 unternimmt Napoleon seinen Russlandfeldzug. Damit möchte er unter anderem England von den Wäldern im von Russland besetzten Finnland abschneiden. Das Holz braucht England für den Bau von Kriegsschiffen. Er erleidet eine enorm verlustreiche Niederlage. Nun ist der Moment für die deutschen Fürsten gekommen, um dem geschwächten Napoleon ihre Unterstützung zu entziehen. Preußen stellt sich an die Seite Russlands, genauso wie Schweden und England. Österreich zögert zunächst. Das ist möglicherweise der entscheidende Moment, in dem es Preußen schafft, sich an die Spitze der deutschen nationalen Bewegung zu setzen, was Österreich durch das Zögern verpasst. Napoleon wird 1813 bei Leipzig und 1815 bei Waterloo endgültig geschlagen. Frankreich bricht zusammen. Napoleon wird verbannt. 1814-15 treffen sich die Großmächte beim Wiener Kongress. Hier soll die Neuordnung Europas beschlossen werden. Preußen und Österreich werden wiederhergestellt. Preußen erhält außerdem Westfalen, die fortschrittlichste Region in Festlandeuropa, was die Industrialisierung betrifft. Das stärkt Preußens Macht. Die erstarkten Fürsten wollen ihr Stück vom Kuchen nicht wieder an viele kleine Länder abgeben. Es kommt zu der rechts gezeigten Ordnung nach dem Wiener Kongress, im Gegensatz zum links gezeigten Flickenteppich von 1792. Die deutschen Staaten werden in einem losen Staatenbund, dem Deutschen Bund, zusammengefasst. Die nationalen Freiheitsbewegungen sollen unterdrückt werden. Der wenig geeinte Deutsche Bund soll die neue Ordnung festigen. In Süddeutschland werden erstmals Verfassungen eingerichtet, die dem Bürger Mitspracherechte einräumen. Besonders an den Universitäten kommt die Organisation des Deutschen Bunds nicht gut an. Es kommt zu Demonstrationen wie auf der Wartburg 1819 oder dem Hambacher Fest 1832. Die Fürsten im Reich reagieren mit politischer Verfolgung. Dennoch werden in weiteren deutschen Staaten Verfassungen eingeführt. Die Bevölkerung in Deutschland steigt sprunghaft an. Es kommt zu einer Verteuerung und Nahrungsmittelknappheiten, wodurch die revolutionäre Stimmung angeheizt wird. In der Märzrevolution 1848 wird mehr politische Mitsprache und ein Parlament für ganz Deutschland gefordert. Überall im Deutschen Bund knicken die Herrschenden ein. 1848 kommt ein demokratisches Parlament in der Frankfurter Paulskirche zusammen und eine Verfassung wird ausgearbeitet. Die Fürsten arbeiten jedoch dagegen an und es bilden sich stark gegensätzliche Interessengruppen im Parlament. Das Parlament zerstreitet sich in verschiedenen Punkten. Dem preußischen König wird 1849 die Kaiserkrone angeboten. Er lehnt die Krone ab. Damit ist die Verfassung gescheitert. Mit der Niederschlagung verschiedener Aufstände, zuletzt in Rastatt, endet die Revolution 1848-49. Die deutsche Einigung durch das Bürgertum ist gescheitert. Das Leben der Deutschen befindet sich im Umbruch. Die Welt ändert sich. Die Industrialisierung schreitet schnell voran. Die Wirtschaft wird umstrukturiert. Bis ins 19. Jahrhundert ist sie in Berufsverbänden, den Zünften, organisiert. Diese werden abgeschafft. Beginnend mit der ersten Strecke zwischen Fürth und Nürnberg 1838 entsteht in Deutschland ein Eisenbahnnetz, das hier dargestellt ist. Die Kohle wird zum Hauptenergielieferant.
Damit werden die Abbaugebiete der Kohle auch verkehrspolitisch zum Zentrum und haben einen Standortvorteil. Daher bildet sich im Ruhrgebiet rasch eine Schwerindustrie. Die nationalen Bestrebungen sind unübersehbar. Auch ein politischer Umbruch ist nun nicht mehr fern. Der nächste Teil der deutschen Geschichte, Deutschland Zweites Reich, wird sich hiermit befassen. Ihr findet das Video, wenn schon produziert, im Link rechts oder der Videobeschreibung.